Hey, grüßt euch! Es gibt Neuigkeiten zu der vierten Staffel von My Little Pony und zwar auf der diesjährigen Comic-Con, einer Comicmesse, einer großen, haben die Macher von My Little Pony haben Neuigkeiten gezeigt, ein paar Fragen beantwortet und wir wollen heute uns mal anschauen, was es da für ein Video gibt. Da gibt es so ein kleines Video, das sie rausgebracht haben. Das hat leider keine fertige Animation, es ist nur animiertes Storyboard mit ein paar Stimmen, aber auf jeden Fall werden so ein paar Neuigkeiten gezeigt, ein Song auch. Und das schauen wir uns mal an. Sie kennt es noch gar nicht, ich habe mir es schon reingezogen, also sie reagiert praktisch blind drauf. Genau. Und im Anschluss dann lese ich auch noch ein paar von den Neuigkeiten vor, die definitiv in Staffel 4 vorkommen werden und da können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Ja, Kurz. und ich bin ganz gespannt. Okay, also dann geht's auch schon los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 3, 2, 1 und los. Your act is quite impressive. Wait, what? Spikes? Oh, but of course. As a matter of fact, we think you're very brave. Brave? Why? Isn't it obvious? It is to us. In fact, it's obvious to every pony. You're showing all three types of Ponyville ponies, yet you have a Pegasus pony who can't even fly. Oh, gemein. Tiara wieder. Die sind richtig gemein. Ja. Manche Dinge ändern sich nie. Tiara eben. Oh. Sorry. Metropolis. Was? Metropolis? Okay. Ja. Applejack. What? Mistress Mary. What? Power Ponies? Ja. Nicht Powerpuff Girls, sondern Power Ponies? Okay. Wer ist das denn? Irgendeine Böse. Ah, Pinky, cool. Und wieder ein Song, yeah. Süß. Cool. Pinky. Die klatschen alle. Wow. Pink.
denn cool? Oh, ups. Where am I? Not another step. Princess Luna! I don't understand. Where are we? Why did you and Celestia disappear? Did you really expect me to sit idly by while they all basked in your precious light? Precious light? There can only be one princess in Equestria, and that princess will be me! Oh. Was geht mit Luna ab? Hä? Das ist, glaube ich, eine Erinnerung, wie sie zu Sailor Moon wurde. Aus der Sicht von Celestia erlebt sie es. Zu Sailor Moon? Nightmare Moon. Nightmare Moon. Sailor Moon? Ah, Ach so. Oh. ziemlich epic. Sehr episch. Oh, Nightmare Moon. Oh, Hilfe, Angst. Ja, Das war's? das war's schon, ja. Oh. Das war die Vorschau. Ja, was sagst du zu dem, was du gesehen hast? Also, Apple-Song cool. Ja, Cool. wieder neue Episode. Ja, also weil Applejack ist halt mein Lieblingsbody. Das ist immer... Cool. Ja, was ich aber interessant finde, ist, die Oma singt, wir gehen durch dick und dünn und du bist auch willkommen, dann, da du mit deiner Apple-Verwandtschaft. Und da wendet sie sich an Pinky. Und dann darf Pinky eine Strophe singen und singt nachher mit den ganzen zusammen den Song Wir sind Apples bis zum Kern. Ja. Ja, das ist, also ich weiß ja nicht, worum es da geht mit Pinky, aber ich bin gespannt. Also warum sie so in die Familie aufgenommen wird, der Grund. Ja, es ist eigentlich echt witzig, weil interessant. sie tun sich eigentlich sehr widersprechen, ne? Die haben ja schon drüber geredet, Pinkie Pie und Applejack. Ja, die So, sind das Pony, was arbeitet und was eigentlich eher so fest im Boden steht und dann die Träumerin Pinky. ja. Aber offensichtlich wird sie total herzlich mit eingebunden, also. Ja, ich bin gespannt, was das für einen Grund hat. Es muss einen ganz besonderen Grund geben. Ja. Ich mag die Idee. Ich finde die Idee eigentlich schön, dass die Pinky einbaut, weil Pinky offensichtlich doch ein familiärer Mensch ist, worüber wir gleich auch noch reden werden. Die Superheldengeschichte ist glaube ich, entweder ein Traum von Spike oder vielleicht auch ist es auch Zauberei von Discord. Das könnte ich mir auch vorstellen. So. Aber diese Erinnerung mit Luna, ist das eine Erinnerung von Twilight oder? Es scheint mir so, als wenn gezeigt wird, wie Luna zu Nightmare Moon wurde und wie Celeste das erlebt hat. Nur sie erlebt das Twilight. Ja. So eine Art Flashback, Erinnerungsmischmasch. So wie bei Dumbledore. Dumbledore hat ja auch, glaube ich, gezeigt aus der Sicht von ihm, wie die Vergangenheit war. Ja. Und Harry durfte es miterleben. Ich glaube, so ähnlich ist das auch. Ja. Es scheint auf jeden Fall sehr, sehr episch zu werden. Ich hoffe, dass Luna auch auf jeden Fall noch 1-2 Folgen kriegt in der nächsten Staffel. Ja, das hoffe ich auch Weil sehr Luna, sogar. Die ist cool. Man weiß eben nicht genau, warum sie... Also, naja gut, man weiß halt aus der ersten Folge, dass sie eifersüchtig war und deshalb verbannt wurde, aber... Weiß nicht, das ist halt sehr wenig Info Ja, genau, über Luna. das finde ich auch so ein bisschen mehr Hintergrund. Das Ja. wäre doch cool. Ja, Luna... Also ich finde es toll, dass sie jetzt überhaupt darauf eingehen. Da scheint was zu laufen. Das scheint ja wichtig zu sein. Das Genau, total. dass Luna halt irgendwie ihre Vergangenheit sich nochmal mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Das wäre cool. Und dann, also ich freue mich sehr auf diese Superheld-Parodie. Ich fand das cool, wie die aussahen in den Kostümen und so. Die Power Ponys. Und es wird definitiv eine Folge über Scooterlo und dass sie Probleme hat mit dem Fliegen ja, vorkommen. das ist auch toll. Also finde ich Tiara halt gemein, aber irgendwie cool. Ja, also ich bin sehr gespannt. Das Ja, sind auf ich jeden Fall spannende Andeutungen. Und jetzt habe ich noch 1, 2, 3 Neuigkeiten und will mal wissen, wie du darauf reagierst, die ich gelesen habe. Und zwar, also einmal sagen sie, sie machen etwas, was sie noch nie in der Show zuvor gemacht haben. Aber sie versuchen es trotzdem auch so beizubehalten, dass es das gleiche bleibt, dass es die gleiche Show bleibt und sie nicht komplett verändert. Aber es wird was passieren, das groß ist.
Was würde dich persönlich freuen zu sehen? Naja, habe ich ja gesagt mit Luna. Aber was Großes. Ich würde gern sehen, dass Derpy widerspricht. Ich würde gern sehen, wie Twilight fliegt. Ja, das sehen wir, glaube ich, sowieso. Das kommt auf jeden Fall. Und was mir gefallen würde, wäre Trixie, dass die nochmal wiederkehrt. Die Frage wurde gar nicht gestellt, interessanterweise. Aber auf jeden Fall zur Musik gibt es was Interessantes zu sagen. 15 bis 20 neue Songs Ja, das in ist Staffel cool. 4. Das ist cool. Neue Sänger dabei. Das heißt, neue Charaktere, die noch nie gesungen haben, oder Charaktere, die noch nie gesungen haben, werden singen. Zum Beispiel Granny, oder? Hat man jetzt gesehen. Ja, das hat man gesehen. Das ist ein Beispiel. Ich tippe auch auf Discord. Das ist interessant. Luna. Es wurden ein paar Namen, also jemand hat dann aus Spaß gefragt Derpy und dann hat er gemeint, frag weiter. Und dann haben sie ein paar Namen erwähnt und er hat die folgenden Namen hat er wiederholt. Luna? Luna wird singen, wahrscheinlich. Ja. Das ist cool. Sehr interessant, DJ Pomfrey. Oh, was? Ja, Wobei, also, naja, ist es sicher, dass die auch... es scheint relativ sicher zu sein, dass DJ Pomfrey eventuell sogar tatsächlich singen wird. Ja, cool. Es ist sehr interessant. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber Wobei ich mich nicht darauf verlasse, also weil manchmal passiert es dann, kommt es dann doch anders. ja, das kann sein. Das ist alles ein bisschen vage. Ja. Ach, jetzt fällt mir ein, wen ich auch gern wiedersehen würde, ist Fotofinish. Weil die fand ich irgendwie cool. Ja, wird Vinyl einen großen Part in Staffel 4 haben? Darauf kam die Antwort vielleicht. Vinyl und Octavia-Episode. Von der Frage wurde abgelenkt. Die wurde nicht mal ordentlich beantwortet, da hat er irgendwie abgelenkt. Also vielleicht kommt da was, das ist interessant. Spike kriegt hat definitiv viel Spaß und kriegt einige sehr witzige Momente in Staffel 4. Eine Rarity-Episode wird definitiv dabei sein. Eine Musical-Episode wird vorkommen und die geht um Pinkie Pie. Wie findest du die Idee? Eine Musical-Episode wie die letzte, das ist wahrscheinlich dann nicht das Finale, sondern es ist bestimmt eine mittendrin. Naja, das passt zu Pinkie. Ja. Das kann ich dazu sagen. Vielleicht war der Song, den wir gesehen haben, sogar aus dieser Episode. Das könnte sein. Ja. Es wird nämlich eine Episode vorkommen, heißt es auch, wo die Schwestern von Pinkie besuchen. Oder vielleicht sogar auch die Eltern auch noch mit, aber auf jeden Fall die Schwestern. Und es könnte sein, dass das die Musical-Episode ist. Ja. Und weil wir hatten ja auch das Thema Familie. Und dass vielleicht sie nicht nur mit der Apple Family singt, sondern dass es generell um Pinkie als Familienmensch vielleicht geht. Und ehrlich gesagt finde ich das gut, weil Pinkie, die durchgeknallte als Familienmensch zu präsentieren, ist mal was anderes. Pinkie wird jemanden treffen, der sie herausfordert und einen harten Wettkampf mit ihr liefert. Oh, das ist auch cool. Vielleicht ein anderes Partypony oder so. Es könnte auch Discord sein. Ja, da wird Pinkie alle Register ziehen. Wahrscheinlich. Das wäre interessant, eine Pinkie gegen Discord-Folge. Das wäre interessant. Pinkie scheint ja auch manchmal so ein bisschen so komische Mächte zu haben, was die alles kann. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam mit der. Gotcha. I'll have the rest of my fun really quietly. How'd you do that? Okay, werden wir mehr Derpy sehen? Bei den Equestria Girls Credits hat man gesehen, dass wir den Charakter sehr lieben. Diese Art der Liebe wird sich auch durch die gesamte Staffel 4 ziehen. Und Derpy wird nicht aus My Little Pony verschwinden. Gut, ja, das ist schön. Ja, da freue ich Dann mich wird drauf. man sie wiedersehen. Das war für mich eine der tollsten Neuigkeiten, weil ich Derpy unheimlich gern mag. Das finde ich super. Ja, ist Scootaloo ein Waisenkind? Man hat die Eltern bisher noch nicht gesehen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht existieren oder tot sind. Wurde darauf nur geantwortet. Also könnte es sein, dass wir die Eltern von Scootaloo sehen. Andererseits werden wir keine Babseed sehen in dieser gesamten 26 Teile umfassenden Staffel. Das ist fast schade irgendwie, Ja. weil die fand ich mittlerweile ziemlich süß. Ja. Wird man dafür mehr Zecora sehen? Ja. Oh,
Oh, Sakura ist auch cool. Die mag ich auch. Cora bleibt und bleibt auch die Beraterin Twilights hoffentlich, weil das ist eigentlich mag eine coole. ich. So eine Beraterin im Busch ist doch cool. Ja. Die haben auch eigentlich eine dicke Freundschaft mittlerweile angelegt. Ja. Ja, das ist soweit die Neuigkeiten und die News. Was denkst du so allgemein über diesen Schwall von neuen Andeutungen und auch gezeigten Szenen? Ja, ich kann nur sagen, ich bin gespannt und bin gespannt, was davon umgesetzt wird. Einfach. Ja. Ja. Ja, also ich, Freu mich drauf. meine Gedanken sind, ich denke, es wird ziemlich episch und ich glaube, das wird eine geile Staffel. Also alles, was bisher angedeutet und gezeigt wurde, mir gefällt nicht alles, das mit Babs sieht, finde ich nicht so doll, dass man die nicht wieder sieht. Aber diese Idee mit Pinkie Pie in der Apple Family, die ersten Bilder, als ich die sah, dass die auf dem Wagen mitreitet, habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Das passt doch gar nicht. Aber dann irgendwie, wo die dann voll mit dabei ist, das fand ich so toll. Und diese Nightmare Moon Szene und das mit den Superhelden, also ich kann es gar nicht mehr erwarten, dass die kommen. Eigentlich macht das für mich jetzt ziemlich schwer zu warten, muss ich zugeben. Aber naja, wir werden uns die Zeit verstreichen, unter anderem mit anderen Let's React-Tos oder Let's Commentaries, wie auch immer, zu bereits bestehenden Episoden. Ja, und damit sagen wir Tschüss und macht's gut. Ja, toll. Und ihr seht uns hoffentlich auch in dem einen oder anderen Let's Watch Video. Ciao!